Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing von mir. Ich heiße Rena und zeige euch alles rund ums Diamond Painting, Hauls, Unboxings, Kitting Up, manchmal Reviews, ja, alles, was mit meinem liebsten Hobby im Moment zu tun hat. Und zwar habe ich hier ein Unboxing, diesmal von Steen for Steen, holländische Diamond Painting Firma. Und zwar, wer meinem Instagram-Account folgt, der hat das schon gesehen. Ich hatte schon eine Ankündigung gemacht. Ist hier ein personalisiertes Bild drin. Das ist ein Discord-Projekt von Salty Drills. Dieses personalisierte Bild, welches extra für den Discord von Shalayaria kreiert wurde, painten wir alle zusammen, und zwar von verschiedenen Herstellern, und wollen es dann vergleichen. Inzwischen sind wir 16 Leute, also es ist mega groß geworden. Also wir haben verschiedene Anbieter, auch Karat Art, Pigmondo, Pichumoon Art. Wie gesagt, Steen for Steen habe ich mir ausgesucht, aber auch nicht, also diese, ich sag jetzt mal China-Shops, Temu, AliExpress und so, die sind auch dabei. Schaut gerne mal auf den Discord vorbei, und zwar verlinke ich euch Salty Drills unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir packen meines hier mal aus und schauen uns mal an, wie das geworden ist. So, jetzt muss ich mal, also ihr seht hier diesen Umkarton, so kam das jetzt gerade frisch mit der Post. Hier stehen auch noch mal ein paar Sachen drauf. Machen Sie Ihr Meisterwerk Stein für Stein, genau, machen Sie Ihr Meisterwerk Stein für Stein, so rum. Alles in diesem Set enthalten, und um sofort loszulegen. Leinwand mit Flüssigkleber, hochwertige Steine, Toolkit inklusive Schiffchen. Okay, also es ist mega gut verpackt. Oh, toll, Luftputzerfolie. Cool. Ah, ist noch was drin. Ach, oh, wie lecker. Ein Brownie-Kuchen von Mr. Brownie. Oh, die mögen wir. Dieses hier allerdings kenne ich noch gar nicht. Easter Brownie. Das habe ich gar nicht gesehen beim Einkaufen. Ich weiß gar nicht, ob es das hier auch gibt bei uns in Deutschland. Okay, man sollte besser hingucken. Hier ist noch was drin. Unten gewesen. So, jetzt ist der Karton nochmal leer. Okay, ach ja, das Wichtigste überhaupt, ne? Genau. So, hier haben wir Steen for Steen Diamond Painting. Das ist ein Goodie mit zweimal Liebe Rena, viel Spaß. Genau, 2 Squishy und ein Usei, ein kleines Schokoei. Super, Dankeschön. Dann habe ich noch 2 Sparkle Tag mitbestellt. Das können wir uns sonst zuerst mal anschauen. Sparkle Tag ist halt auch, ja, ich sage jetzt mal das holländische Wachs. Und zwar habe ich mir ausgesucht Sakura Blush. Und hier ist auch das Schöne. Achso, das ist noch verpackt hier. Das müssen wir mal aufmachen. Eine Plastikfolie drum. In so einer Schraubmetallikdose. Und guckt euch mal das an. Es riecht dezent. Ich bin jetzt auch ein bisschen erkältet, insofern kann ich das gar nicht richtig erschließen. Auf jeden Fall ein sehr angenehmer Duft. Ich glaube, das ist so Bluetech-artig. Ich habe beinahe gesagt wie Kaugummi. Also es ist kein Bienenwachs. Und dann habe ich mir ausgesucht Cinnamon Chai. Ich mag gerne Zimt. So, wie lange hat das gedauert? Ich habe Mitte März bestellt. Das war auch total easy. Personalisiertes Bild hier bei Steen for Steen. Man schickt dann quasi, also man bestellt das, personalisiert das Bild, in welche Größe man es haben will. Und dann schickt man im Nachgang nochmal per E-Mail das Originalbild. Und es hat nur einen Tag gedauert. Dann haben die sich schon gemeldet und haben mir eine Vorschau geschickt. Oh ja, das riecht richtig nach Zimt. Und ich finde nach Orange, also fruchtig. Zimt-Orange. Mega. Richtig cool. Da freue ich mich. Da freue ich mich, das auch schon bald auszuprobieren. Mega. So, Brownie, Leckerlis. So, dann wollen wir uns hier mal mit beschäftigen. Genau, einen Tag später hatte ich schon die Vorschau.
Dann konnte ich nochmal Ja oder Nein sagen. Da wir aber unsere Bilder ja alle, also unsere 16 Shops sozusagen alle richtig vergleichen wollen, haben wir natürlich da jetzt keinen Einfluss genommen, so nach dem Motto, nein, noch ein bisschen mehr Farben oder so, sondern wir haben das so bestellt, einfach Standardausführung und vergleichen auch das, was wir bekommen, ne? Und da kommen ganz unterschiedliche Sachen bei raus. Es wird dann, denke ich, also Shalayaria, ich kann das schlecht aussprechen, Entschuldigung. Sie ist auch auf Instagram und hat auch schon fleißig gepostet. Sie hat nämlich schon mit ihrem Bild angefangen. Genau, so Sparkle Tag, danke für deinen Einkauf. Und hier steht auch noch mal eine kleine Anleitung drin. Dann haben wir eine Papierlegende. Das Bild, hier seht ihr auch schon mal die Vorschau. Quiet Comfort heißt das Bild von Shalayaria. Bei mir hat das Bild 38 Farben und die bepaintbare Fläche ist 50 x 70. Woher ich das weiß, dass die bepaintbare Fläche 50 x 70 ist, da kommen wir gleich zu. So, dann haben wir, das habe ich allerdings gemacht, für 2 Euro irgendwas, schieß mich tot, habe ich die Sticker-Legende dazu genommen. Die ist auch gestanzt, genau, die ist auch gestanzt. Das heißt, ich habe hier nochmal ein schönes Bild fürs Journal. Und hier habe ich schon die einzelnen Sticker, die sind auch einzeln gestanzt. Habe sogar noch hier viele übrig, das heißt, die kann ich dann auch nochmal für ein anderes Projekt nehmen. Genau. Alles dabei sozusagen. So, dann haben wir hier das Bild. Ist auch nochmal eingepackt. Das ist sehr gut, weil heute regnet es nämlich und der Umkarton war ganz schön nass. Ich bin froh, dass das Bild dann nochmal eingepackt ist. Ist hier ganz schön knackedicke eingepackt. So. Oh, wow. So, das ist das Bild. Ja. Hier sieht man das schon. Also hier muss ich dann nachher die Folie abnehmen, weil hier sind jetzt Luftblasen drin. Da muss ich nachher in Ruhe die Folie abmachen. Hier oben auch. So, da habe ich das jetzt eben nochmal glatt gestrichen. Genau, und jetzt liegt es auch schon viel besser, wie man sieht. Das drückt sich dann hier nochmal raus. Das lege ich nochmal über Nacht. Und dann Teppich und dann... Oder man kann das auch einmal andersrum aufrollen. Dann sind die... Weil mit Flüssigkleber kann man das auch einmal andersrum aufrollen. Ja, hier seht ihr auf jeden Fall das Motiv. Es sind 2 Füchse. Ich sage jetzt mal eine Fuchsmama mit ihrem Baby. Und wir haben eine, hier oben steht nochmal Steen for Steen Diamond Painting. Wir haben eine relativ harte Leinwand. Hört ihr auch schon am Geräusch. Also keine abgesteppte Leinwand, sondern eine ganz normale, ja, ne, Kunststoffleinwand. Hier haben wir, ja, nochmal Bildnummer, haben die vergeben. Und hier sehen wir nämlich, dass die Leinwand selber 56 x 76 ist. Also die bepaintbare Fläche ist 50 x 70, so wie ich auch angegeben habe. Hier haben wir nochmal ein kleines Vorschaubild, was eigentlich relativ gut ist, finde ich. Im Gegensatz zu manch anderen Leinwänden, da ist das ja total verpixelt, aber hier ist das ein richtiger schöner Druck. Und dann haben wir hier die Legende auch sehr gut zu lesen. Wir haben Zahlen, Buchstaben und ein paar Symbole. Hält sich in Grenzen. Ne? Genau, 38 Farben. Eckige Steine. Wir painten das alle in eckig. Ich bin gespannt, wie es rauskommt, weil wir haben hier viele verschiedene, ja, Details dann doch, weil es ja ein Wald ist. Genau, dann gucken wir uns nochmal an, was es noch dazu gab. Wir haben 2 Toolkits aufgrund der Größe, zweimal Wachs
Mehrfachaufsetzer, Stift und ganz viele Zip-Tütchen und ein rosa Schiffchen. Ich mag die rosa Schiffchen. Die sind hier auch ein bisschen erhaben, das heißt, also es klebt nicht direkt auf der Leinwand fest, sondern nur hier am Rand. Dadurch lassen die sich dann sehr leicht auch lösen wieder von der Leinwand, falls das da mal festbappt. Und davon haben wir 2. Finde ich super. Ne? Ganz viele Zip-Tütchen, finde ich immer klasse. Dann kommen wir mal zu den Steinchen. Ja, die üblichen Verdächtigen bei diesem Bild. Rötliche Farben, rote Farben, grün und Erdtöne natürlich. Wir haben hier keine, das gucke ich gerade mal, wir haben hier keine AB-Steine. Also standardmäßig, wenn man sich ein Bild personalisiert, bei Steen for Steen sind erstmal keine AB-Steine dabei. Finde ich auch nicht schlimm. Auf jeden Fall eine Menge Steine haben wir. Ne? Könnt ihr hier auch nochmal sehen, wie groß die Tütchen sind. Wir haben Zip-Tütchen, das finde ich richtig mega. Aber bei 38 Farben und bei der Größe des Bildes werde ich das auf jeden Fall in einen Koffer abkippen. Und ich habe tatsächlich einen passenden Koffer dafür, der auf jeden Fall farblich dazu passt. Und das ist dieser hier. Hier sind zwar Kängurus drauf und Koalas und so, aber es ist orange. Wir haben hier auch ein bisschen Orange drin. Und da ich das ja nun nicht innerhalb einer Woche fertig bekomme, das Bild, auch wenn es nur 38 Farben sind, aber es sind eine Menge Steine. Und hier habe ich dann im Koffer, habe ich dann alles zusammen. Und ich kann die restlichen Steine und so weiter auch hier in dem Netz reinpacken und muss sie dann nachher nicht suchen. Allerdings fehlen mir hier tatsächlich nochmal Stickers. Tja, da muss ich wohl nochmal einkaufen gehen bei Lulana. Bei der lieben Lulana Cuties, wa? Habe ich ja wieder einen Grund. Okay, falls ihr nicht wisst, von wem ich spreche, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich verlinke euch sonst den Shop dann auch nochmal, wenn ihr es wissen wollt. In diesem Sinne, seid gespannt auf Fortschritte. Das ist das nächste Bild, was ich abkitten werde. Fortschritte seht ihr auf jeden Fall auf Instagram und natürlich auf dem Discord. Kommt gerne auf den Discord Salty Drills. Ich habe auch einen Link in die Videobeschreibung gesetzt und dort könnt ihr auch die anderen Fortschritte sehen, weil nicht alle sind bei Instagram von diesen 16, die an diesem Projekt mitarbeiten. In diesem Sinne, abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Drückt zweimal drauf, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn neue Videos hochgeladen werden von mir. Und ansonsten wünsche ich euch Happy Diamond Painting. Tschüss!